Die Geschichte der Titanic kennt fast jeder. Ein riesiges Schiff, ein Eisberg, eine kalte Nacht im April 1912. Aber hinter dieser bekannten Geschichte gibt es viele kleine Geschichten, die kaum jemand kennt. Geschichten von Menschen, die Glück hatten, Geschichten von Menschen, die Pech hatten und Geschichten, die uns heute noch berühren. In diesem Video erzähle ich dir 8 besondere Geschichten von der Titanic. Es sind Geschichten über Mut, Liebe, Angst und auch über Ungerechtigkeit. Manche Geschichten wirst du vielleicht zum ersten Mal hören. Andere kennst du vielleicht schon ein bisschen, aber nicht in dieser Tiefe. Bleib bis zum Ende, denn die letzte Geschichte ist vielleicht die überraschendste von allen. Bevor wir anfangen, noch eine kleine Erinnerung. Die Titanic war im Jahr 1912 das größte und modernste Schiff der Welt. Viele Menschen nannten es damals unsinkbar, also unmöglich zu versenken. Über 2200 Menschen waren an Bord, als das Schiff von Southampton in England Richtung New York fuhr. Reiche Geschäftsleute in der ersten Klasse, ganz normale Familien in der zweiten Klasse und Auswanderer, die auf ein neues Leben in Amerika hofften, in der dritten Klasse. Nur etwa 700 von ihnen haben die Katastrophe überlebt. Hinter jeder dieser Zahlen steckt ein einzelnes Schicksal, eine einzelne Geschichte, ein einzelner Mensch mit Hoffnungen und Plänen. 8 davon erzähle ich dir jetzt. Fangen wir an. Die Heldin unserer ersten Geschichte ist eine Frau, die es geschafft hat, gleich 3 Schiffsunglücke zu überleben. Ihr Name war Violet Jessop. Sie war eine Stewardess, das heißt, sie hat den Passagieren auf dem Schiff geholfen, zum Beispiel beim Aufräumen der Kabinen oder beim Servieren von Essen. Violet war 24 Jahre alt, als sie 1912 an Bord der Titanic ging. Sie hatte diesen Job gewählt, weil sie ihre Familie finanziell unterstützen musste. Ihr Vater war gestorben und Violet war die älteste Tochter von 6 Kindern. Ihre Mutter konnte die Familie allein nicht ernähren, also musste Violet schon sehr jung Verantwortung übernehmen. Aber die Titanic war nicht das erste große Schiff in Violets Leben. Ein Jahr zuvor, 1911, arbeitete sie schon auf der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic. Beide Schiffe sahen sich sehr ähnlich und gehörten zur gleichen Reederei. Auf der Olympic passierte etwas, das man fast als Vorwarnung sehen könnte. Das Schiff kollidierte mit einem britischen Kriegsschiff namens HMS Hoag. Die Kollision beschädigte die Olympic stark und das Schiff musste zur Reparatur zurück in die Werft. Zum Glück ist damals niemand gestorben, aber der Unfall zeigte schon, dass selbst die modernsten und größten Schiffe der Welt nicht unverwundbar waren. Dann kam die Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Der Eisberg traf die Titanic gegen 23:40 Uhr, mitten in der Nacht, als die meisten Passagiere schon schliefen. Violet hörte einen lauten Knall und spürte, wie das Schiff leicht zitterte. Zuerst dachte niemand, dass die Situation wirklich gefährlich war, doch nach und nach wurde klar, das Schiff begann zu sinken, und zwar schneller, als irgendjemand erwartet hatte. Violet musste in ein Rettungsboot steigen. Sie hat später erzählt, dass ein Offizier ihr ein Baby in die Arme gelegt hat, kurz bevor das Boot ins Wasser gelassen wurde. Sie kannte die Mutter des Babys nicht. Erst am nächsten Morgen auf dem Rettungsschiff Carpathia kam eine Frau zu ihr und nahm das Baby wieder weg, ohne ein Wort zu sagen. Violet hat nie erfahren, wer diese Familie war. Man könnte denken, nach diesem Schock will Violet nie wieder auf einem Schiff arbeiten.
Aber 4 Jahre später, 1916, war sie wieder auf einem Schwesterschiff der Titanic, der Britannic. Dieses Schiff wurde damals als Lazarettschiff im Ersten Weltkrieg benutzt. Und wieder passierte eine Katastrophe. Das Schiff traf eine Seemine und sank sehr schnell, viel schneller als die Titanic. Violet sprang ins Wasser und wurde fast von einem der Propeller getroffen. Aber sie überlebte auch das. 3 große Schiffsunglücke und Violet Jessop hat alle überlebt. Deshalb nennen die Menschen sie heute Miss Unsinkable, die Frau, die man nicht versenken kann. Nach der Britannic hat Violet trotzdem weiter auf Schiffen gearbeitet, denn das Meer war einfach ihr Leben. Erst mit fast 60 Jahren ging sie in den Ruhestand. Sie zog sich in ein kleines Haus auf dem Land zurück, züchtete Hühner und lebte dort ruhig, weit weg vom Ozean. Wenn man sie nach ihren Erlebnissen fragte, sprach sie nur selten darüber. Vielleicht wollte sie diese schwierige Zeit einfach hinter sich lassen. Sie ist 1971 im Alter von 83 Jahren friedlich zu Hause gestorben, an Land, nicht auf dem Wasser. Diese Geschichte beginnt nicht auf dem Schiff, sondern in Frankreich, einige Wochen vor der Abfahrt. Michel Navratil war ein Schneider, also jemand, der Kleidung herstellt und repariert. Er hatte sich von seiner Frau getrennt, nachdem die Ehe schwierig geworden war. Nach der Trennung bekam die Mutter das Sorgerecht für die 2 Söhne, Michel Junior und Edmond, was bedeutet, dass sie offiziell für die Kinder verantwortlich war. Der Vater war damit nicht einverstanden. Er vermisste seine Söhne so sehr, dass er einen riskanten und, ehrlich gesagt, ziemlich verzweifelten Plan entwickelte. An einem Tag im April 1912 nahm der Vater seine beiden Söhne heimlich mit. Er kaufte Tickets für die Titanic unter einem falschen Namen, Louis Hoffman. Die Kinder waren erst 4 und 2 Jahre alt. Niemand auf dem Schiff wusste, wer diese kleine Familie wirklich war. Für die anderen Passagiere sahen sie einfach aus wie ein liebevoller Vater, der mit seinen 2 Söhnen in die neue Welt reiste. Niemand ahnte, dass die Mutter der Kinder zu diesem Zeitpunkt verzweifelt nach ihren Söhnen suchte und nicht wusste, wo sie waren. In der Unglücksnacht wusste der Vater, dass er selbst wahrscheinlich nicht überleben würde. Aber für seine Söhne fand er noch einen Platz in einem der letzten Rettungsboote. Bevor er die Jungen ins Boot setzte, sagte er zu Michel Junior, dem älteren Sohn: »Wenn deine Mutter kommt, sag ihr, dass ich sie sehr geliebt habe.« Das waren fast seine letzten Worte. Der Vater ist in dieser Nacht gestorben. Die 2 kleinen Jungen kamen in New York an, aber niemand kannte ihre echten Namen. Die Menschen nannten sie einfach die Titanic-Waisen. Zeitungen auf der ganzen Welt druckten Fotos von den Kindern in der Hoffnung, dass jemand sie erkennt. In Frankreich sah die Mutter, Marcelle Navratil, schließlich ein Foto ihrer Söhne in einer Zeitung. Eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation in New York, die sich um die beiden Jungen kümmerte, hatte das Foto verbreitet, weil niemand wusste, wer die Kinder waren. Sobald Marcelle das Foto sah, war sie sich sicher: Das sind meine Söhne. Sie reiste sofort mit dem nächsten Schiff nach New York und wurde dort mit ihren Kindern wiedervereinigt. Die Wiedersehensszene war so emotional, dass sogar Reporter, die dabei waren, davon berichteten. Michel Junior war zu dieser Zeit erst 4 Jahre alt, aber er erinnerte sich sein ganzes Leben lang an diese Nacht, an die Kälte und an die letzten Worte seines Vaters. Als Erwachsener wurde er Philosophieprofessor und sprach erst sehr spät in seinem Leben öffentlich über die Titanic. Er starb 2001,
als der letzte männliche Überlebende der Titanic-Katastrophe. Masabumi Hosono war der einzige japanische Passagier auf der Titanic. Er arbeitete für das japanische Verkehrsministerium und war auf dem Weg zurück nach Japan, nachdem er in Russland gearbeitet hatte, um das dortige Eisenbahnsystem zu studieren. Für ihn sollte die Reise auf der Titanic der elegante und komfortable Abschluss einer langen, anstrengenden Dienstreise sein. Stattdessen wurde sie zum dramatischsten Erlebnis seines Lebens. In der Nacht des Untergangs stand Hosono an Deck und wusste nicht, was er tun sollte. Er verstand die Ansagen der Besatzung nur teilweise, weil sein Englisch nicht perfekt war, und er kannte auf dem ganzen Schiff niemanden, mit dem er sich beraten konnte. Um ihn herum herrschte Chaos. Menschen schrien, Kinder weinten und die Offiziere versuchten verzweifelt, Ordnung zu halten. Die Regel war klar: zuerst Frauen und Kinder in die Rettungsboote. Als Mann hatte er eigentlich keinen Platz. Aber dann sah er, wie ein Offizier ein letztes Boot füllte und es gab noch einen freien Platz. Ein anderer Mann sprang hinein und Hosono folgte ihm, fast wie in einem Reflex. So rettete er sein Leben. Für Hosono selbst war das eine schwierige Entscheidung, aber eine sehr menschliche und verständliche. Er wollte einfach überleben, so wie es die meisten Menschen in dieser Situation gewollt hätten. Doch als er nach Japan zurückkam, war die Reaktion seiner Heimat hart und für ihn völlig überraschend. Die japanische Gesellschaft hatte damals eine sehr strenge Vorstellung von Ehre und Pflichtgefühl. Ein richtiger japanischer Mann, so dachten viele Menschen zu dieser Zeit, hätte auf dem Schiff bleiben und mit Würde sterben sollen, anstatt den Platz einer Frau oder eines Kindes zu nehmen. Diese Erwartung war natürlich unfair und unrealistisch, aber sie bestimmte trotzdem, wie die Öffentlichkeit über Hosono urteilte. Zeitungen in Japan schrieben negativ über ihn und nannten ihn einen Feigling. Ein Universitätsprofessor benutzte seine Geschichte sogar als negatives Beispiel in einem Schulbuch, um jungen Menschen zu zeigen, wie man sich angeblich nicht verhalten sollte. Hosono verlor seinen Job im Ministerium. Erst später bekam er ihn zurück, aber der Skandal folgte ihm sein ganzes Leben. Seine eigenen Kinder litten ebenfalls unter dem schlechten Ruf der Familie, obwohl sie an diesem Abend nicht einmal auf dem Schiff gewesen waren. Diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Manchmal bestraft eine Gesellschaft Menschen nicht für das, was sie falsch gemacht haben, sondern für das, was sie richtig gemacht haben. Hosono hatte niemandem seinen Platz weggenommen. Er hatte einfach eine freie Gelegenheit genutzt, genau wie es andere Passagiere in dieser Nacht auch taten. Aber weil er aus einer anderen Kultur kam, wurde seine Entscheidung anders bewertet als die eines britischen oder amerikanischen Passagiers. Masabumi Hosono starb 1939. Doch die Geschichte hat kein trauriges Ende. Jahrzehnte später, im 21. Jahrhundert, haben viele Historiker und auch seine eigene Familie seinen Ruf wiederhergestellt. Heute sehen die meisten Menschen ihn nicht mehr als Feigling, sondern einfach als einen Mann, der überleben wollte, wie jeder andere Mensch auch. 3 Geschichten haben wir heute gehört. Eine Frau, die 3 Schiffsunglücke überlebte,
2 kleine Jungen, die durch eine dramatische Entführung berühmt wurden, und ein Mann, der für sein Überleben ungerecht bestraft wurde. Aber die Titanic hat noch mehr Geschichten zu erzählen. Im nächsten Video erfährst du von einer Liebe, die den Tod nicht fürchtete, von einer Musik, die bis zum letzten Moment nicht aufhörte, von 6 vergessenen Seeleuten und von 2 Geheimnissen, die bis heute diskutiert werden. Wenn du diese Geschichten nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du den zweiten Teil nicht. Bis zum nächsten Mal.